Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und ich begrüße euch zum mittlerweile, glaube ich, 18. Teil mit Tex Murphy Tesla-Effekt. Und wir haben im letzten Mal einiges geschafft und heute machen wir uns wahrscheinlich daran, den guten Mason Bauers zu retten aus den Fängen dieser komischen ägyptischen Sekte. Und dazu haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben diesen Laser-Cutter, dieses Laserblade, um seine Ketten durchzuschneiden. Wir können ihm ein Serum verabreichen, was seine Erinnerung zurückbringt und dann noch das Codewort sagen, 4 of Clubs heißt es, das ihm wieder alles sich erinnern lässt, also quasi die Sachen, die sie ihm versucht haben rauszulöschen, wahrscheinlich. Und da würde ich sagen, da verlieren wir gar keine weitere Zeit. Wir haben mit allen aus der Chandler Avenue geredet, inklusive dann übrigens auch schon mit der guten Ariel Bauers, der Ex-Frau, muss man ja sagen, vom guten Mason Bauers. Oder zumindest, ich weiß nicht, ob Ex-Frau, aber die sind jetzt nicht mehr so eng miteinander verbandelt. Das heißt, wir haben da Chancen, aber wir haben noch die gute Taylor, die auch ziemlich adrett ist. Aber egal, genug von den Frauen, hin zu Mason Bauers. Mason, how are you today? How's everything going here at the camp? Sehr schön. 4 clubs. 4 clubs. 4 clubs, Mason. Come on, wake up. Come on, don't be deaf, dumb, and stupid. Please, Mason, wake up. Oh Gott, explodiert er jetzt? That's it. Come on. Ich dachte, er explodiert es. Where are we? Okay, start talking, straight talk, move fast. Start talking, straight talk. Ich sag straight talk. In a whole lot of trouble. Is that the transinterrupter? What have you done? Ja, a knowledgeless mind is a terrible thing to waste. Sehr gut. Normalerweise sagt man mime is a terrible thing to waste. Ich weiß es gar nicht mehr. Thanks, can't wait. Quid pro quo. Quid pro quo. Ich hoffe, er sagt das auch. So, quid pro quo, lieber Mason Bauers. I busted my ass to get you out of here. You better be worth it. But I did it to myself. On purpose! Ach Gott im Himmel. What? Why the hell would you do that? Oh, ich segel ihm jetzt aber nicht die Hand ab, oder? Now they can find out everything I know. How could you do this? Oh, well, maybe because I want my memory back. Your friend said you're the only one who could help. My friend? Yeah, the one who came for the cryo chamber. So he has it. Yeah! The cryo chamber's safe? Yes, he has it. So where do I get more serum? There was only 1 dose in your Wahrscheinlich in der safe. Cryo Chamber. And what the hell's my trance key? Margaret injected you. Oh, She's the only one who could have flashback. helped you. Yeah, and she's dead. And I'm pretty sure her head was the main ingredient in that soup can of yours. Why'd you cut off her head? I didn't. It was Maldonado. I Oh don't Gott, think I could've done Maldonado! Yeah, well, don't mince words, because it was your idea. it. Margaret double-crossed us. She came up with her own plan, but I think we stopped her before she could give it to the translator. Well, you don't come across as totally insane. She knew things, but she'd given up hope. However, some of us still believe. It wasn't fair of her to take those things to the grave. And I have the technology to tap what's inside her memories. Even after death. Machen wir an dem Kopf von der Margaret Leonard dann irgendwie was? You are insane. Oh, wie kommen wir da wieder raus? Aus dem nördlichen Asyl der Untoten. You were in on it with us. We were all looking for the Tesla egg. Okay. But you're the one Ich who werde found einfach it in jetzt the wall of your erschossen oder so. apartment. I was still working from the inside, letting you all know what the translator was doing. By then, Margaret had stolen the egg and disappeared. Ach, Mist. Die gute I was Margaret. afraid she switched sides, so I hired Maldonado to do surveillance on the Ritz, hoping she'd show up. Yeah, and she did. She and that big mutant came by and injected me. Ah, der Mantus. I caught up to her at the door of her apartment. All I wanted to do was talk, but she clutched her chest and collapsed. Dead before she hit the floor. Decapitation was the last resort. So when does the abduction come in? I called Maldonado just when the translator's henchmen arrived. Maldonado brought the cryo chamber while I created a diversion. While they were chasing me, he did the deed. Then I used the transinducer on myself. Ah, okay. We'll rendezvous with my friend. We gotta find that egg before the translator does. Wer ist denn der Translator? Habe ich da was swing by and verpasst get your gehabt? wife, too, because she's been worried sick about you. My wife? I don't have a wife. Mist. Very good, Tex. Oh Gott, wer ist der You denn? continually impress. The cryo chamber. It holds your answers. Don't let him find it.
Der springt jetzt aber nicht runter, oder? Und tot. Was ist denn jetzt kaputt hier? Wer ist er denn? Wer ist der Translator? Ist er der Translator? Welcome back, Tex. Oh Gott, er hier. You certainly have a gift for making things interesting. Yeah, it's a gift that just keeps on giving. I assume you have no idea. Nee. Nicht so Let me ganz. just save some time here. I have no memory of you or anything else since this bastard here shot me and my girlfriend 7 years ago. Ach, das ist der Typ. Margaret made sure of that, didn't she? Willing to die just to keep you out of the equation, undermining me at every turn, right up until the end. I need to know one thing. Did you kill Chelsea? Stimmt, das war der in dem Flashback. You could say that. Oh Gott. Don't move. Ah, Slade. It's a long story, Tex. Maybe some other time. Just tell me what happened to Chelsea. Dalton, would you please answer Tex's question? My pleasure. We'd stolen your speeder, of course. After I sedated you and Chelsea, you were taken to a place where we could search your memories for leads to Margaret Leonard's whereabouts. Oh. When that failed, I staged Chelsea's death, attempting to draw Leonard out of hiding. We left identifiable DNA inside your burned out Okay, das heißt, Chelsea lebt noch? Which incidentally was uninsured. Leonard didn't fall for it, unfortunately. Eventually, we let Chelsea go, and I never saw her again. This was all before I returned. I've never seen Chelsea. I haven't seen her either. As far as you know. Okay, gut. Who are you? Hope for Chelsea? Connection to Margaret. Ich verstehe jetzt gerade wenig, aber ich versuche jetzt gerade irgendwie aufzuholen. Aber irgendwie, ich blick noch nicht ganz durch. So what was Chelsea's connection with Margaret Na, die waren Leonard? noch gute Freunde, It ne? doesn't matter now. Oh, Margaret's dead. Just like the man I used to be. wer ist er denn? You are I am a Er ist der Translator. translating your profession or a hobby? It is my mission and my destiny. Alles Well, I interessant, guess that okay. makes 1,000,002 questions that I have. Everything would be a lot easier if you just unlock my memory. I would if I could, Tex, believe me. Unfortunately, Margaret took your trance key to her Scheiße, das ging's nie wieder. I'm supposed to believe that I'm on your guys' side for whatever's going on here? That's right. Was? We're all in this together. We're all in We're this united together. in a common goal. It was a goal Margaret and I used to share many years ago. Ist er She lost hope. Ist er Charles Johansson? You're Johansson? Margaret Leonard's husband? The FBI agent who stole the Tesla cash? I am. And Aber wie kann das sein? Du bist doch tot, bist doch alt. when I learned what we'd taken from Tesla and buried in our vaults, what amazing technologies he had to offer the Oder hat world, er wirklich eine Zeitmaschine gebaut? it became my dream to complete his work. But then I was diagnosed with terminal cancer. I had little time left, so we decided that I should be preserved in a cryogenic state in hopes that the cure could be Okay, found. alles klar, verstehe. But now you're here alive again. So who's the one who brought you back? Margaret refused. She said it wasn't safe yet. I tried to pressure her, and she disappeared. In the end, it was Mason who completed the reaction. Aha, okay, verstehe, interessant. What's it like? Indescribable. I saw eternity. Okay, er ist ein bisschen crazy. I returned with a renewed sense of purpose. I finally saw the true vision of Tesla's work. Okay. If Mason brought you back, why did he turn against you? Margaret can be very persuasive. I think she convinced Mason that my work was too risky. But she couldn't convince you, Tex. I'm a little lost here. Ja, Why did geht you- mir genauso. Margaret held one last piece of the puzzle. The Tesla egg. It is the nucleus of the atom. Without it, the spirit radio has little Okay, die wollen ja so eine effect. Bombe bauen oder irgend sowas, ne? Wenn ich mich recht erinnere. With it, the veil between living and death will Okay. vanish, and we will all exist within the immortal coil. We have work to do. You're free to go, Tex. These guys must be playing some kind of mind trick. Ja. This has got to be a setup of some kind. Tex, buddy, I'm afraid I haven't been totally straight with you.
over the last 7 years, you have become a lying, womanizing, duplicitous, two-timing cutthroat who plays both sides against the middle for money and is partners with the gentleman who just left the room. I thought you could just walk away from the person you'd become, but I see that fate may have something else in mind. Okay, ich versuche das jetzt echt mal zusammenzufassen, was jetzt gerade passiert ist. Wir sind schon an Tag 7. Interessant. Wir rasen ja hier durch die ganze Geschichte. Okay. The Talking Dead. Yeah! Oder Lost in Translation. Ja, Lost in Translation. Ich dachte, vielleicht gab es nochmal ein Wortspiel, aber nö. Lost in Translation. After I returned from Ceysan, I called Alt to tell him Mason Bauers had taken a 40-foot leap. Ja, gut, wahrscheinlich The guy tot. was so broken up, he hung up the phone. I'm not sure if Bauers' death ended Alt's interest in this whole sorry mess, but my gut tells me I'll need his help if I'm ever going to solve this case. I decided to visit St. Germain to find more information about the Tesla egg. So, how goes the investigation? I don't suppose you have any news regarding that egg we talked about? Well, everybody's talking about the Tesla egg, but I think I've got a lead on it. Ah, ja, wir wissen Bescheid. Ah, the egg of Columbus. The copper egg. Unveiled by Tesla at the Chicago World's Fair in 1893, it was the very heart of a small prototype that, some say, would become his most notorious invention. You seem underwhelmed, and that's not good. You know the story of Ja, genau. Damit hat das Well, I was zu do tun. now. If you believe, as many do, that the Tunguska explosion Das macht was man nicht. caused by the Tesla Zigarre mit dem egg, Feuerzeug anmachen. and you believe that the Tesla egg is a core component of the death ray, well, then the egg would be of immense fortune. Tell me, what do you believe, Mr. Murphy? I believe you know a lot more than you're telling me. Das denke ich nämlich auch. Are you familiar with Paradise Lost? Ist eine gute Band, glaube ich. Isn't that one of those resorts for swingers? Sehr gut. Paradise Lost is a poem Ja gut, das stimmt about the natürlich great auch. divide in heaven when Lucifer was cast out. After his banishment, Lucifer swore revenge and created an army of his own. He and his followers waited in darkness for their chance to strike back at the god who cast them out. After a 3-day battle against the faithful angels, the forces of evil were banished from heaven for all eternity. Oh, I like it when the good guys win. Ja, Yes. But what if the war were not over? What if Lucifer had not been defeated but lay in wait, preparing for his chance to overthrow heaven? der größte Trick des Teufels war, die Menschheit glauben zu Well, lassen, dass sie debating nicht existiert. hypothetical fairy tales is a little nerdy for me. Look at the world around you. Did heaven win the battle? Oh, er ist sehr poetisch, der gute Graf. Man has created hell on earth. And the longer man exists, the further he descends from the wisdom and discernment needed to overcome the darkness. At his core, he's a grasping, clawing, foolish creature, Ja, das ist willing richtig. to commit any sin to appease his base and greedy nature. Ja, stimme ich zu. I thought I was jaded. Ja. You really think we're as bad as all that? There are still some who give me hope. You? I'm not sure about. Ja, ich bin ja nett, ich bin ja nicht so Your der Kerl role, gewesen. whether for good or evil, has yet to be determined. He's not so bad. Does he have Oh. the egg? No, my dear. Entirely the wrong egg. An interesting trinket, to be sure, but not the egg I'm Seine searching Frau for. ist ja interessant. Well, if it isn't Ariel Bowers. You know, I hope I pronounced that correctly because Bowers doesn't have a wife. Great work, detective. How long did that take to figure out? Not long. After Bowers told me. I have to confess, I haven't been totally Das macht honest mir with aber you auch on irgendwie, war auch some irgendwie am Anfang things. klar. Die war ja mit Just dem some. Catsuit und I der didn't know Knarre. who you were when you first interrupted my own search Ja, of eben, Bowers' wollte ich gerade place. sagen. And what were you doing there? I work for an organization you wouldn't have heard of. We're based out of St. Die Petersburg. White Russians. Florida. St. Petersburg, Russia. Florida. How about you? I don't work for anyone.
just the greater good. And my own little passions, of course. Ariel and I have crossed paths on several occasions. This time we seem to have some objectives in common, so we pooled our resources. Yeah, I'm well familiar with Ariel's Resources. How common are your objectives and mine? That depends. You the kind of man who lets innocent people die? Not normally, no. Nein. Machen wir nicht. You've Wir sind heard gut of the Tesla Legacy Society. At one time it had a membership of hundreds. Aber jetzt haben sie noch 2. After Charles Johansson died, the numbers dwindled. Some time ago, all those people vanished without a trace. I had hoped to find some answers from Bauers. Oh, I got news for you. He's not dead. He's back. Ja. He's the translator, I presume. The one building the immortal coil. You say you like it when the good guys win? You plan on doing anything about that? Na klar, Oh, sure. wir machen Leave doch it to alles me, hier. as always. What are you two gonna do about it? This is not my battle to fight. Das ist wieder mal typisch. He knows me. I won't be able to get close to him like you can. You shall have to find the Tesla egg first. Of course. Great. I didn't even think of that. Well, if you don't have any more helpful tips... Until we meet again, Mr. Murphy. Mr. And something Murphy. tells me we will. Until next time. Oh. Kiss for luck. You'll need it. Sieht gar nicht aus wie eine Russin. Now I remember Ariel. Wo bin ich Met denn her in jetzt? Mexico City 10 years ago, and we had a pretty torrid weekend. But she left me holding the bag with some very angry city officials. Oceanside She's ruthless and Resort. cunning, but man, she does have her charms. She arranges for me to meet her at the resort. Oh. Oh, jetzt im Bikini. Ich hoffe im Bikini. Bitte im Bikini, bitte im Bikini. Oder halt Don't be einen mad at me, schönen Tex. Outfit. Saint Germain doesn't know about us, and I had to keep it that way. Okay, Cartoon Talk, Intervention, Drip with Sarcasm. Warum treffen wir uns jetzt nochmal mit ihr? Ich weiß es gar nicht mehr. Will sie quasi uns gegen den Grafen ausspielen? Cartoon Talk, Intervention, Drip with Sarcasm. Sarcasm ist immer gut. Now, why in the world would I be mad at you, Miss... whatever your name is? Betrügen wir jetzt Taylor? What happened with us? I like you, Tex. I might like you a lot. But that was just a moment. Also wir haben irgendwie sie mal kennengelernt, in Mexico City war das irgendwann. Moved on, heard, detail orientated. Moved on. Ich bin schon über dich hinweg, Baby. Und manche Frauen, die stehen dann da drauf und die sagen, nein, dann möchte ich dich noch umso mehr. Vielleicht klappt das ja. Wer weiß, wer weiß. Well, if it was just a moment, why are you here now? Genau. I wanted to be with you, and I knew we could help each other. But I also had to find out where your loyalties were. Okay. Ich bin Army of One. Ich bin ein einsamer Wolf. Turn the tables. Nee, turn the tables bedeutet ja wahrscheinlich immer, wir können jetzt auch Fragen stellen. Ich nehme mal why me? Warum ich? So, why me? You could have any man you want, not including those who are committed, gay, Gay. or believe in true love. My name is Ariel. You couldn't pronounce my last name or the organization Ist wahrscheinlich I work Russisch. for, but in English it's called the White Guard. Ja, die White Russians, genau, ja. I have more to tell you, but can that be enough for now? Show off. So you're sure I couldn't pronounce that Russian name? I'm pretty good at pronunciation. Pronunciation. Right now, I'd just like to make up for earlier today. Oh, I have some food being delivered and some wine chilling. yeah. It's up to you, Tex. The only thing I'll promise is that I'm all yours tonight. Do you want me to stay? Ich mochte sie mit den Haaren offen. Die Haare zurück, finde ich, sieht so ein bisschen streng aus. Succumb to Ariel, don't commit, reject. Ah! Das ist ja gemein. Das ist ja gemein. Don't commit, also reject wäre falsch. Ich glaube, dann fällt es uns in den Rücken. Aber wir haben schon Taylor zurückgewiesen. Also das wäre jetzt nur fair, auch die andere. Oh! Aber vielleicht wäre für Text das mal ganz gut, wenn er mal wieder ein bisschen Action kriegt. Don't commit. Es ist nur einmalig. Das ist eine einmalige Sache. Perhaps. Perhaps. There's that word again. I'll be right back. Okay, die wird jetzt doch nicht hoffentlich umgeniedert. No changing. Okay. Oh,
I need to get this out before you say anything. Oh Gott. I get it. You don't know me anymore. But I know you. Oh nein. Sag doch was, Tex, unterbrich sie. Oh nein, das geht richtig schief. Admit Tyler's honesty, let her down gently, break up with a touch of a sleaze. Ich admire erstmal, aber das geht richtig schief. Das wird richtig schief gehen, die ganze Geschichte. You know, maybe you're right. Maybe I should give this another shot. I mean, at least you've always been honest with me. Look, I'm kind of in the middle of something right now. Could we maybe talk about this later? You ready to eat? Oh Gott im Himmel! I'm famished. And who's this? Oh! Menage TEX! Oh, das ist super. Ich lade die jetzt mal alle schön auf einen flotten Dreier ein. Mal gucken, was passiert. I'm so glad you two could finally meet. And since we're all together, how about a big sleepover? Oh Gott, alle beide. Guess that was a bad idea. Das war so gut. Incredibly bad idea. Ja. Well, it's not that bad, really. There are plenty of other fish in the sea just waiting to reject me. The good news is that without further distractions, I can focus on my case. Okay, wir haben jetzt alle Weiber aus unserem Leben says he has a need for me and I should come over right away. Oh, das ist ja so super. So, ich will jetzt mal langsam wieder was spielen, weil ich will jetzt mal alles zusammenfassen. Sehr gut. Gut, liebe Freunde. Das war gerade spitzenklasse. Wir fassen mal die Ereignisse einfach zusammen, was passiert ist. Also, wir haben jetzt ganz viel erfahren. Wir haben erfahren, dass wir zusammen mit dem Translator, diesem bösen Typen hier mit seiner komischen Phantom der Opermaske, wir haben für den Translator gearbeitet. Mit dem Typen, komischerweise, der vermeintlich Chelsea und mich erschossen hat. Und mit Slade. Wir haben nach dem Tesla-Eck gesucht. Aber vorher haben wir irgendwie mit Margaret Leonard und Mason Bauers zusammengearbeitet, denn die nach diesem Tesla-Eck gesucht haben. Und der FBI-Mann, dieser Charles Johansson, der Translator, der wollte das irgendwie wieder haben und Margaret hat aber gesagt, nee, der Typ ist doch irgendwie ein bisschen durchgeknallt, weil er war eingefroren lange Zeit, ne? Das geht eigentlich gar nicht, wenn man Leute einfriert und dann wieder auftaut. Ich habe mal gelernt, Gehirn ist wie Erdbeeren. Ja, wenn man es einfriert und dann wieder auftaut, wird's Matsch. So, aber egal. Und irgendwie ist der Typ, also der Translator ist hinter der Sache her und irgendwie haben wir mit dem zusammengearbeitet, was relativ scheiße ist. Wir müssen also unsere Erinnerung wieder kriegen. Wir wissen aber, dass Chelsea nicht tot ist. Also zumindest, der Tod wurde nur vorgetäuscht und uns wahrscheinlich angehangen, so nach dem Motto. Von diesem komischen Typen da, der aussieht wie ein bisschen wie der Typ von Breaking Bad, nur mit Sonnenbrille. Wie heißt er? Der Schauspieler fällt mir bis zum nächsten Mal ein, definitiv. Wir haben gelernt, dass Ariel Bauers nicht Mason Bauers Frau ist, sondern sie arbeitet für eine Russe, die White Russians, nehme ich mal an. Diese Frau, von der wir da auch so eine komische Nachricht bekommen haben. Und sie arbeitet mit dem Grafen zusammen und die sind alle auf der Suche nach diesem Tesla-Eck, sozusagen. Das irgendwie den Kern dieses komischen Todeslasers bildet. Aber ansonsten, ich muss es mir nochmal, wahrscheinlich, wenn ich im Schnitt nochmal angucke, alles, dann jetzt die ganze Geschichte, dann verstehe ich es erstmal nochmal. Und dann kann ich euch, glaube ich, nochmal sagen, was jetzt genau hier passiert ist. So, haben wir irgendwelche Sachen. Und der Typ hier, Mantus, der hat uns auf die Mütze gehauen. Deshalb sind wir am Anfang des Spiels hier mit so einer blutenden Kopfwunde aufgewacht. Der hat uns auf die Fresse gehauen, weil wir, weil Margaret sich irgendwie losgesagt hatte von unserem Plan und hat das Ei sich geholt. Dann hat aber Mason Bauers wollte das Ei haben, also hat er Maldonado beauftragt, sie zu beschatten. Und dann kam es zu diesem Zwischenfall. Maldonado hat diese komische Cryo-Chamber an sich genommen, die jetzt dieser komische Thompson hat. Das sind sehr viele Leute. Ich habe es gerade richtig irgendwo in irgendeiner Form zusammengefasst, liebe Freunde. Und ich glaube, hier ist einfach ein super Punkt, um Schluss zu machen. Weil ich glaube, wir müssen jetzt mit einigen Leuten sprechen. Ist das hier geschlossen oder ist das geöffnet? Nee, ich glaube, das ist, ja. Ich glaube, wir müssen jetzt mit einigen Leuten sprechen, inklusive mit dem guten Louis, weil der gute Louis, wir haben ja gerade jetzt zum Schluss gerade sowohl Taylor verschmäht, sozusagen, als auch die gute Ariel, wie auch immer sie heißt.
Und das war gar nicht mal so schlecht, weil ich denke, am Ende des Tages kommt Chelsea uns zu Hilfe, weil sie ist ja eine gute alte Freundin von der Margaret Leonard, die jetzt tot ist. Und wird uns helfen und wir kommen wieder mit ihr zusammen, mit unserer einzig großen, wahren Liebe Chelsea sozusagen. Und außerdem können wir irgendwie, ist Mason Bauers vermeintlich tot, aber ich denke mal, er wird im Geheimen an dem Kopf von Margaret Leonard rumexperimentieren und da irgendwie ihre Erinnerungen rauskriegen, weil wir müssen ja irgendwie unser Keyword hier, mit dem wir wieder unsere Erinnerungen wiederkriegen, müssen wir ja auch irgendwo noch finden. Das wird alles sehr, sehr viel. Also ich habe gedacht, wir gehen aufs Finale zu, so langsam aber sicher denke ich das auch, aber ich denke mal, da kommt noch ein bisschen was, kommt hier definitiv noch. Zumal wir jetzt ja eigentlich streng genommen für den Übersetzer, für diesen Translator arbeiten. Ach, Leute, es ist sehr, sehr viel zu tun. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns jetzt hier noch erwartet, liebe Freunde. Ich würde jetzt mal sagen, wir gucken uns das mal hier, nehmen wir den Titelbildschirm. Den stellen wir mal nach. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Teil mit Tex Murphy. Wir sind am 7. Tag. Ich glaube, das ist so mit der letzte Tag. Ja, The Talking Dead oder Lost in Translation. Ich denke mal, wir werden jetzt noch einiges hier erfahren. Und es wird wahrscheinlich noch einen richtig geilen Showdown geben. Obwohl ich natürlich gehofft hätte, dass wir sowohl mit Taylor als auch mit Ariel ein bisschen anbandeln können, aber jetzt mit keiner mehr. Aber das ist nur gerecht. Ja? Die eine betrügen und die andere. Die werden uns am Ende schon alle in den Rücken fallen, so oder so. Weiber eben. Okay, liebe Freunde, wenn euch das Video hier gefallen hat, gebt ihm doch einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne auch einen Daumen nach unten. Ansonsten freue ich mich auf eure Kommentare. Vielleicht habt ihr die Geschichte irgendwie noch besser in Erinnerung. Keine Ahnung, kann das sein. Und ihr könnt es mir nochmal ganz kurz und bündig aufschreiben in die Kommentare. Kann ja auch sein. Und falls ihr es noch nicht habt, schließt doch ein Abo ab, würde ich mich hier sehr freuen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin sage ich viel Spaß noch im Internet und tschüss.